Was geht, Leute? Willkommen zurück zu Judgment. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Und jemand hat in den Kommentaren geschrieben, ich soll mal meine Skills und so weiter leveln. Habe ich gemacht. Ich habe jetzt Angriffsboost gegeben. Ich hatte nur 2400 SP. Und ich habe noch Sprintangriff genommen. Sprinte mit X und drücke dann Dreieck. Mehr hatte ich leider nicht. Auf jeden Fall danke, Leute, dass ihr mich so unterstützt, dass wenn ich spiele und so weiter, dass es euch gefällt. Und ich habe jetzt auch Twitch, aber bald mehr auf Twitch. Ihr könnt mich schon mal abonnieren. Kostenlos, also das kostet nichts. Falls ihr denkt so, hey, Twitch kostet doch was. Twitch kostet nichts. Könnt mich ruhig abonnieren, da kommt vielleicht bald Streams und so weiter. Aber mal schauen. Und ja, ihr könnt mich auf jeden Fall auf Twitch abonnieren. Aber hier könnt ihr auch mal richtig fett geil abonnieren und welchen Daumen ihr wollt, dürft ihr drauf drücken. Let's go. Kaufe eine Figur für Tsukumo. Willkommen, ey. Ich bin hier um was zu kaufen, ey. Ja, komm, diese, was ist mir für, die sieht aus wie Dinger, wie heißt die? Von, nein, okay, ich wollte gerade sagen von One Piece. Ey, 10.000? Kann man das, ey, dein Ernst, 10.000? Ich habe nur noch 5.000 Yen. 5.500 Yen. Ich glaube, das ist, was Tsukumo wollte, weil er wusste überhaupt, dass der Pfandleiher sie im Angebot hat. Okay, ich gebe sie ihm besser gleich. Okay. Ey, die haben mich ausgeraubt, ey. Alter, 10.000 Yen. Also, ich habe jetzt in den Kommentaren nicht gelesen, ob man Minispiele oder ob ich meine Folge über Minispiele und so weiter ich machen soll, eine Folge. Aha, Sprinten, X. Ach. Ey. Jetzt habe ich den Dreh raus. Ihr wisst, bei diesem Spiel muss ich einmal Wand laufen. Aber ich schaff's wieder nicht. Zack, zack. Und das war's. Ganz easy. Oh, die Combo war aber geil. Fähigkeiten hochstufen. Man kann Fähigkeiten hochstufen. Das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Jetzt erstmal gehen wir zur Dinger Tsukumo und bringen die Figur. Was geht, ey? Ich mache mal das kaputt. Aha. Was? Oh. Juch, Mutter. Zack. Guck mal mein Combo jetzt an. Ah, fuck. Normaler Kick. Yes. So, let's go. Ah, Leute, was ich euch sagen wollte. Die Ritze. Diese Ritze. Die regt mich so auf. Tsukumo? Ah, da. Hey. Ja, was sie wollen, das ist doch die richtige Figur, oder? Ja, das ist sie, vielen Dank. Wie viel bekommen Sie denn von mir? Ach, schon gut, ich wollte mich doch für das letzte Mal revanchieren, schon vergessen. Wirklich? Hey, das ist echt großzügig von Ihnen. Gerne. Aber wäre es nicht schneller gegangen, wenn Sie selbst gekauft hätten? Was soll ich sagen, ich bin viel beschäftigter Mann. Außerdem startet gleich die Vorbestelleraktion, ist also Zeit auf Gefechtsstation zu gehen. Sie haben auch immer einen Grund am Computer zu hocken, oder? Sie ändern sich einfach nie. Nein, das stimmt eigentlich nicht. Sie haben sich ehrlich gesagt ziemlich gebessert. Und das habe ich Ihnen zu verdanken, Yagamishi.
Ich hätte vielleicht für immer jeden menschlichen Kontakt gemieden, wenn sie nicht an mich gewandt Yeah. hätten. Ach ja, wo wir gerade davon sprechen. Sie kommen endlich mal aus dem Haus und dann setzen sie sich in einem Internetcafé. Tja, ist schön günstig und die Verbindung ist gut. Was will man mehr im Leben? Außerdem ist das perfekte Standort für einen Informanten. Stimmt. Und sie waren immer eine große Hilfe. Das steht fest. Wie dem auch sei, ich bin froh, sie zu haben. Es geht mir mit ihnen ganz besonders. Aber hast du dich mit jemandem angefangen, jetzt für gegen Geschenke von dieser Person, wenn du sie besuchst, bekommst du nichts, so erst später noch einmal. Die Kraft der Freundschaft. Ah, da ist Popo, ey. Um dich mit jemandem anzufreunden, musst du Freundesleiste fühlen. Die Leiste fühlt sich, wenn du die Person hilfst, ihr Problem zu lösen und ihre Sorgen anhörst. Wenn du mit einem Freund sprechen möchtest, die gerade zum Plaudern, beschäftigt dich zu lange mit anderen Dingen. Alles klar. Abgeschlossen. Ja, man, wer kennt's nicht? Die Rolltreppen fahren hoch. Die laufen dort runter. Let's go. Ich knalle voll oft gegen Omis, ja, habe ich gemerkt. Ja, ich will Straße. Oh, die. Ich wusste es. Wieso? Warte mal. Irgendjemand. 5000 Yen. Krank. Einfach mal 5000 Yen bekommen. Du wolltest es nicht anders. Du wolltest es nicht anders. Steh auf. Oder ich mach ganz normal. Zack. Und? Really, guys? Passt. Alles klar, gehen wir mal weiter. Die Geschichte ist echt. Ey, ich finde die Geschichte richtig geil. Richtig geil. Ich muss hier rein. Ja, jedes Mal. Ey, ich bin schon so ein Horst manchmal. Ey, ich bin so ein richtiger Horst manchmal. Ey, doch, das war doch richtig. Here you go. Hey, Yagami. The hell were you thinking sending Kaito here by himself? Guy acts like he owns the goddamn place. All hail King Kaito. Just sit your ass down, would you? Alter. Sprich Shintani. Oh Mann, ey. Wo ist der da? Was willst du? So, you finally have some details from the cops. Murder specifics, forensic results, even their proof that Hamura's the one who did it. That's a lot. Let's see it. But first... Hmm? Just don't forget your role in all of this. Especially you, Yagami. At the end of the day, you're just a mercenary. The one who decides how this investigation goes is me. Understand? You got it. It's your show. Now, why don't we look at those documents, Shintani-sensei? That's more like it. First up is the crime scene. Around 6 a.m., morning of December 4th. Police get a call about a body in the alleyway behind a moor. The officer who rushed to the scene confirmed the corpse on arrival. Der schnelle Suchmodus kann bei der Untersuchung von Beweisen verwendet werden. Wenn du auf X drückst für eine Kurse, sie berechnen der Untersuchung. Zuerst muss ich die Todesursache herausfinden. Ja, die Todesursache ist hier. Bruises, but the cause of death is pretty obvious. 2 puncture wounds, straight through the eyes. The cops think the murderer used something like an ice pick, pierced right into his brain. My eyes hurt just thinking about it. Oh, you're telling me. Looks like the murder weapon went through Kume's eyes, then tore him out when the killer took it back. Only natural to think the Tojo was trying to make an example out of him. You know, threaten the Kyore. So even if Hamura didn't do it,
It's damn likely that someone from the Tojo clan did. And if we can figure out who it was, Hamura will be off the hook. What? Find the real killer? That's a step too far. Priority number one is proving his alibi. We do that, we're in the clear. Uh-huh. Die Augen der Leiche The cause of untersuchen. death was severe brain trauma, directly through the eye sockets. Weapon must have been long and pointed, like an ice pick. Did they gouge his eyes out to make an example out of him? Or was it something else? Irgendwas stimmt da nicht. Wenn der Mord hier stattgefunden haben soll, wo ist dann das ganze Blut? Suspicious. There's pretty much no blood anywhere near the body, meaning Kume wasn't murdered in that alley. If I had to guess, I'd say he died in a moor. There's not even a drop of blood near the body. It's highly likely Kume was killed somewhere else. Irgendwas stimmt hier immer noch nicht, ey. The cause of death was severe brain trauma. Did they Ja, gouge? das wissen wir schon. Leute, wenn ihr was seht, dann... Aha. Aha. Kann nicht sein. Die zwei zeigt er mir an. Blut hier, da. Das ist das. Aha. Was? Aha. Als nächstes muss ich herausfinden, wie sie die Leiche losgeworden sind. Gibt es irgendwas, was darauf hindeutet? Ja, die Müllsäcke. Night of the didn't see anything out of the ordinary, though. In other words, Kume got dumped sometime between 2 and 6 a.m. when the body was found. Ach ja, wo sind die Sachen des Opfers? Seine Brieftasche oder sein Handy? Suspicious. Nothing was found in Neben Kume's seinen... pockets. No wallet, no phone, nothing. Bet the murderer broke the phone. Cops tried one of those find my phone things, but came up empty-handed. Guess the killer at least tried to cover his tracks. Aha. So funktioniert also Fotoermittlung. You take a peek in the alley when you were over at Hamura? Doubt there's any traces left at this point, but it's apparently just out the back. Anyway, this is Kume, just before he died. Before the killer took his eyes. Come on, don't say stuff like that. So what's the prosecution's angle on this? Well, try thinking about it in the context of the Tojo-Kyori feud. 2 other Kyori Yakuza turned up dead before this, each with their eyes gouged out. Not a far leap to assume the Tojo's responsible for all 3 murders. You follow? Vermutlich wurden die Morde im Rahmen eines Bandenkriegs zwischen dem Tojo und Kyore-Clan begangen. Yep. Go on. All right. This is how the prosecution thinks it all went down. December 3rd, just around 9 o'clock, right out front of Club Hamura. An argument breaks out between Captain Hamura of the Matsugane family and Kume and Murase of the Kyore clan. Hamura and his thugs drag Kume into the club, at which point Murase abandons Kume and flees the scene. Hamura then locks Kume in a moor for around an hour, while he and his boys beat the daylights out of the guy. Around 10 p.m., Hamura kicks everyone out, leaving only himself and Kume in the club. Up to that point, their story matches the camera footage and the testimony we have from the owner of Hamura.
The prosecution's story continues as follows. Once the two of them were alone, Hamura tortured Kume even more violently. Then, between 2 and 3 a.m., he drove a sharp weapon into Kume's eye, killing him instantly. Once he finished gouging Kume's eyes out, Hamura dumped the body in the alley behind Hamura. When questioned, Hamura said, "Me and Kume left Hamura around midnight. I went for a steam right after." But since no evidence can back up that claim, the prosecution doubts its credibility. 6 a.m. on the morning of the 4th, Kume's body was found. And 1 week later, they arrested Hamura. So they've got three things: the camera footage, the bloodstains in the club, and Hamura's Swiss cheese alibi. Any of those alone wouldn't be enough to get a conviction. But with all three, the prosecution thinks they've got this case in the bag. End of the day, to them it's just Yakuza offing Yakuza. Ich schätze, es gibt eine Menge guter Gründe, Hamura zu verdächtigen. Makes sense they'd see it that way. I'm more interested in what you think, though. Did Hamura actually kill Kume? I don't know. The guy rubs me the wrong way, yeah. But I'm pretty sure he's innocent. A cunning Yakuza like Hamura wouldn't just offload the corpse in an alley like that. Too sloppy. If he really did it, forget about the eyes. You'd never even find the body. Agreed. That's our Shintani-sensei. Prickliest guy in town. But damn if he's not a terrific lawyer. With you there. Was that supposed to be a compliment? What? Something wrong? If Hamura didn't do it, the person who did is still out there somewhere. Huh? We've just got to find them if we want to clear Hamura's name. Ha! You think we've got the manpower for that? Tracking down a criminal like that takes an entire organized front. Best leaving that to the cops, if you ask me. My only job here is defending Hamura. Die Aufgabe eines Anwalts ist es zu verhindern, dass die Schuld seines Mandanten eindeutig bewiesen wird. Ich hätte es nicht nötig, die Wahrheit What's your herauszufinden. next move? Gonna need some more info on the victim. Remember Kume's buddy? The one who ran off when the Matsugani boys jumped him. Name's Akira Murase, from the Kyorei clan. I want to hear what he has to say. About what? About what he did after he watched Kume get dragged into the club. Did he really just abandon his friend? It's hard to believe. Stimmt, es würde nicht zu einem Yakuza-Mitglied passen, wenn Muraz einfach den Schwanz angezogen hätte. Es wäre ganz normal zu versuchen, Kume zu retten, aber wenn Muraz befreien wollen würde, das Come on, bedeuten... man. Is this the time to go knocking on the Kyorei clan's door? Sounds like suicide to me. I bet they're out for blood after what happened to Kume. One way or another, I want that info from Murase. Huh. You're the ones who have to figure out how to get it. That's the deal, remember? The deal my ass. Poking a hornet's nest ain't gonna get us anything but stung. He's right, though. Come on, Kaito-san. Fine. First things first, we need to find out where the Kyorei clan's hiding. They gotta have a base or something. Probably quickest to just go ask Matsugani-san. He's got all the real Tojo clan dirt. Oh, I guess I'll pass. Can't exactly waltz in, being expelled and all. Yeah, I'll take care of this one by myself. I'll call you when I'm done. Eine Vorlage. Gucken wir mal. Okay, das ist das Bild. Okay. Oh, jetzt muss ich auch noch mit Matsugane Family reden. Würde ich sagen. Oder soll ich erst reden und danach die Folge beenden?
Ja, ich glaube. Ja, der ist da oben. Ich bin komplett wieder außen rumgelaufen, ey. Egal, vielleicht finde ich noch einen Schläger. Komm. Let's go. Wer will sich bomben? Oh, wollt ihr euch bomben? Komm, komm. Wollt ihr euch bomben? Ah, Opa bombt sich nicht, gell? Will sich keiner bomben, ey. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte, ey. Also das könnte auf jeden Fall eine Blutrache sein zwischen den Clans. Aber naja, wir schauen mal. Yes, genau auf das habe ich gewartet, Jungs. Genau auf das habe ich gewartet. Was? Was? Was hast du gesagt? Oh, das war zu krank. Das war zu krank. Das war zu nice. Ja Leute, ich habe jetzt noch mal einen Kampf gemacht. Auf jeden Fall. Gebt einen Daumen nach oben. Oder gebt den Daumen, wohin ihr wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.